Der eCannonball 2025, Deutschlands größte Elektroauto-Rallye, startet am 4. und 5. Oktober in Düsseldorf. Ein Wochenende voller Energie, Begeisterung und der gemeinsamen Vision einer nachhaltigen Zukunft. Über 100 Teams, tausende Zuschauer online und vor Ort und ein klares Ziel: zeigen, was Elektromobilität heute schon leisten kann. Möglich gemacht durch unsere Partner, die an diese Zukunft glauben, wie Volvo Trucks, elektrisch angetriebene Lkw, XPeng, Elektromobilität neu definiert, Meile, Phoenix Kontakt, Daheimladen, Enercap, Maingau Energie, EV Klinik, Elektroautomobil. Sie alle unterstützen das wichtigste Event der Elektromobilitäts-Community mit Reichweite, Herz und Innovationskraft. Möchtest du auch ein Teil dieser Bewegung sein? Sichtbar, spürbar, echt engagiert? Dann zeig deine Marke, dein Produkt oder deine Vision als Sponsor des eCannonball 2025. Alle Infos findest du auf e-cannonball.de. eCannonball 2025. Feel the energy. Okay, die klassische Fahne, es geht weiter. Ihr habt natürlich schon alle lange gewartet. Herzlich willkommen zum neuen Video. Herzlich willkommen zum eCannonball 2025, dem besten eCannonball ever. NRW. Genau. Ja, wir haben lange nichts von uns hören lassen, nachdem wir im letzten Video ja die gesamten Teams vorgestellt haben. Das Video habt ihr ja gesehen. Wenn nicht, guckt doch einfach nochmal das letzte Video. Und bevor wir jetzt weitermachen, habt ihr einen Augenblick Zeit, den Kanal hier zu abonnieren. Wir warten so lange. Wir müssen jetzt eigentlich Du fertig auch sein. noch, bitte, einmal. Ja? Ja, vielen Dank. Jetzt hast du auch geklickt. Danke, wunderbar. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Es geht los. Wir haben heute ein Video vollgepackt mit Infos. Wirklich vollgepackt. Ja. Anni möchte anfangen. Ich spüre Ich das möchte schon. anfangen. Ich habe ein bisschen Druck auf der Brust sozusagen, weil endlich ist es soweit. Ihr habt es gefordert. Wir haben immer das verschoben und haben gesagt, nee, geht nicht irgendwie. Ein Community-Abend, yippie, yay. Wir planen einen Community-Abend von uns für euch. Am 4.10. ab 18 Uhr wird es möglich sein, und das ist einmalig beim eCannonball, dem besten eCannonball ever NRW, dass du außerhalb des Teilnehmerfeldes dich sozusagen einbuchen kannst in unseren Community-Abend. Und wir haben ein fettes Line-Up, Oh ja, kann ich das dir fette sagen. Line-Up. Ich fange mal an mit den wichtigsten Teilnehmern bei dieser Community-Veranstaltung. Das seid ihr, die Teams. Wer ist noch dabei? Genau, Uwe ist natürlich da, ich bin da, Olli ist dabei, aber wir erwarten natürlich auch Carmaniac, wir erwarten Alex und Albert. Alex Bangula und Albert Bangula Ja, genau. und natürlich Alexander Bloch und natürlich die Electro-Bass. Und natürlich auch die Steckerbiker, dann Vanessa Lisa Oehlmann und den Supergast, dessen Namen wir nicht nennen dürfen, der ist natürlich auch dabei. Und Wenn das rauskommt, dass der dabei ist, dann rennen die uns die Bude ein. ja, Aber das dürfen wir noch nicht sagen. nein. Also euer Community-Abend, wir machen es möglich für euch. Der Ticketshop übrigens öffnet am 1.8. Und bis dahin müsst ihr unbedingt unseren Instagram-Kanal im Auge behalten. Am besten abonnieren, sodass ihr auch hier keine News verpasst, weil dort verlosen wir Tickets für diesen Abend. Also Obacht, schnell sein, immer schön gucken und dann seid ihr vielleicht dabei. Und die Gewinner, kann ich auch schon mal verraten, die erscheinen dann im nächsten Video. Für euch Teilnehmer da draußen, wir haben ja mittlerweile die Plauderstube eröffnet. Das ist ja auch klassisch. Seit 2018 gibt es eine WhatsApp-Plauderstube. Da sind schon über 150 Mitglieder drin. Und ganz wichtig, die Amtsstube. Die Amtsstube ist für euch Teilnehmer deswegen wichtig, weil wir als Orga-Team dort die Nachrichten verbreiten, die für euch wichtig sind. Wer noch nicht drin ist von euch, schreibt mich bitte an. Ich prüfe das dann und dann füge ich euch in die Amtsstube ein. Genau, jetzt wird es nämlich wirklich Zeit, sich alle Informationen zu cachen. Und die nächste Information steht für euch in den Startlöchern. Der Parc Fermé öffnet sich am 4.10. von 11 bis 14 Uhr im Zentrum von Düsseldorf. Halt, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Okay, Ne? zeig mal. Parc Fermé. Parc Fermé in der Altstadt von Düsseldorf. Wie geil ist das denn? Ja, wir haben es tatsächlich geschafft, in die Altstadt zu kommen und dort prominent unsere Veranstaltung zu
präsentieren und ihr da draußen, ihr könnt kommen, denn wir haben dort die größte Auswahl aller Elektroautos auf einem Platz. Sowas gibt es nicht nochmal in Europa und das müsst ihr euch natürlich nicht entgehen lassen. Ja, nicht entgehen lassen solltet ihr euch dann anschließend auch den Start des Cannonballs, nämlich am 4.10., also nach dem Parc Fermé, direkt aus der Altstadt in Düsseldorf heraus zum ersten Tag der Rallye. Das ist neu. 14.30 Uhr, Start am Samstag, nicht am Sonntag, wie ihr das schon kennt. Das wird natürlich hier auf dem Kanal auch gestreamt. Das könnt ihr euch angucken. Und dann geht es schon für die Teilnehmer in die erste große Runde und in die ersten Challenges. Das gab es noch nie. Denn am Sonntag ist natürlich auch Alarm. Sonntag ist nämlich der 5.10. Genau. Und da startet die zweite Runde. Die klassischen Varianten einer Rallye werden gefahren, klassische Übungen werden gemacht, Challenges, die Aufgaben warten. Also auch hier ein Tag voller Spannung. So, und dann kommen wir auch gleich dazu, dass wir uns gefragt haben, habt ihr eigentlich Challenges? Was würdet ihr eigentlich gerne mal sehen oder vielleicht auch machen, mit dabei sein? Schreibt es uns doch mal bitte in die Kommentare, was ihr schon so erlebt habt bei Rallyes. Was gab es Besonderes, Cooles? Was haben die Teilnehmer gemacht? Würden wir uns freuen. Vielleicht können wir ja noch den einen oder anderen Hinweis verwursteln, oder? Ja, ganz genau, weil wir haben ja schon ein paar Jahre gute Challenges gemacht. Das war ja immer spannend, immer wieder was anderes. Aber wir sind natürlich froh über Ideen. Vielen Dank. Guter Tipp, Ani. Ja. Dann gibt es natürlich noch ein Highlight. Oh ja, Den Kampf der Giganten. Godzilla versus King Kong. King Kong, genau. Genau. Nein. Nee, die sind Nein. nicht gegeneinander, die fahren zusammen. Genau, und es ist viel, viel besser, weil es sind die Volvo-Trucks. Ja, wir sind zum ersten Mal mit Trucks unterwegs. Darauf sind wir besonders stolz. Wir hatten bisher immer nicht den Platz, aber diesmal hat es geklappt. Wir können Trucks unterbringen und die haben natürlich eine ganz separate Challenge. Und wenn ihr dazu auch Ideen habt, könnt ihr das bitte auch in die Kommentare schreiben. Und ihr wisst ja, was sagt Alexander Bloch immer? Das wird gut. Danke, Alex. Ja, das Ziel. Die Frage natürlich, wo ist das Ziel? Einige haben schon was Rumoren hören, aber Buschtrommeln. wir werden euch das im nächsten Video ganz genau erklären, denn das wird auch wieder der Mega-Knall. Ich meine, wie wollen wir den Cannonball irgendwann noch mal steigern? Geht Ich doch habe gar nicht keine mehr. Ahnung. Ich muss sagen, es wird jetzt auch wirklich immer schwerer, aber wir haben noch Möglichkeiten. Wir lassen den euch einfach zu mal begeistern. ausfallen für ein paar Jahre. Nein, natürlich nicht. Nein, lasst euch nicht verunsichern. So, jetzt ist ja eigentlich die nächste spannende Frage. Ofe wird Motorrad fahren. Man munkelt in der Szene, man weiß, dass Ofe ein Elektromotorrad, aber keiner hat ihn je fahren sehen. Was? So, ja. Auch mal ganze Videos und Ja, überall. ist das vielleicht fake? Wissen wir nicht. Also, Ihr Ofe habt mich wird doch schon live... Elektromotorrad fahren sehen, oder? Ihr wisst doch, dass ich eine Energica fahre, oder nicht? Ja, Du weißt das und du da hinten auch. das waren jetzt nur 2 von 5, die bestätigt haben. Ist ja egal. Von 500.000 meinst du? Ofe ist mit dem Motorrad unterwegs. Und jetzt fragen wir uns natürlich, und wir fragen auch euch, was passiert jetzt eigentlich mit der Ofe und Alex Challenge? Also irgendwie, die Bangulas sind ja immer gegen Ofe und Alexander Bloch gestartet. Und natürlich muss ich leider sagen, immer verloren macht ja nichts. Also die Bangulas haben es irgendwie besser gemacht. Auf jeden Fall... Wir müssen jetzt ja nochmal die Sache so ein bisschen catchen und diesen Ball werfen sozusagen. Also Ja. Ofe auf dem Motorrad. Ja. Sieht großartig aus, das wissen wir alle. 75 Kilo auf einer gigantischen Maschine. Aber was machen wir da draus? Was machen wir jetzt mit diesem Wissen, liebe Community? Wir brauchen ein paar Catcher. Also was machen wir für eine Challenge für die? Wie könnte das aussehen? Habt ihr Ideen? Und wer fährt überhaupt mit Bloch? Wer fährt überhaupt gegen Kaminiak? Wer fährt überhaupt gegen Bangulas? Das kommt alles im nächsten Video. Ja, aber Motorrad-Challenges, das hätten wir auch gerne von euch. Und mein Motorradgegner, das ist die ominöse geheime Person. Die kennen viele von euch. Mehr können wir nicht sagen. Nein, das ist so ein bisschen wie bei Harry Potter hier. So, da gab es doch auch immer einen, dessen Namen man nicht sagen durfte und solche Sachen. Genau. Naja, ist So, ja komm, egal. Wir wollen Sie nicht auf die Folter spannen. Schwamm Die drüber. Strecke steht. Die Strecke steht. Das ist auf jeden Fall schon abgefahren von uns. Wir waren schon einmal da, haben alles abgefahren, alles gecheckt. Auch schon Aufgaben vorbereitet, so ein paar, wo ihr schon wieder sagt, oh, was müssen wir alles machen? Ist ganz entspannt, wird Spaß machen. Ihr werdet euch freuen. Was sage ich immer? Es gibt keinen E-Cannonball-Teilnehmer, der jemals gesagt hat, das war scheiße. Nein. Es war immer mega. Ja, also ich würde euch natürlich alles verraten, aber ich darf das natürlich Nein. wie immer nicht. Also, Also, super. kommt Schnick und Schnack.
Der beste E-Cannonball ever. NRW, demnächst hier in Deutschland. Abonniert den Kanal, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Video wir sagen das über unsere Multimedia-Kanäle, Social-Media-Kanäle, sagen wir das dann, wann das nächste Video kommt. Immer rechtzeitig, ihr könnt es nicht verpassen. Nee, weil die haben ja auch die Glocke jetzt gedrückt. Ich glaube, der eine hat den Kanal nicht abonniert. Nein. Machst du das noch eben? Ja, also, warte mal. Also, Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Der E-Cannonball 2025, Deutschlands größte Elektroautorallye, startet am 4. und 5. Oktober in Düsseldorf. Ein Wochenende voller Energie, Begeisterung und der gemeinsamen Vision einer nachhaltigen Zukunft. Über 100 Teams, tausende Zuschauer online und vor Ort und ein klares Ziel: zeigen, was Elektromobilität heute schon leisten kann. Möglich gemacht durch unsere Partner, die an diese Zukunft glauben, wie Volvo Trucks, elektrisch angetriebene Lkw, Xpeng, Elektromobilität neu definiert, Meile, Phoenix Kontakt, Daheimladen, Enercap, Maingau Energie, EV Klinik, Elektroautomobil. Sie alle unterstützen das wichtigste Event der Elektromobilitäts-Community mit Reichweite, Herz und Innovationskraft. Möchtest du auch ein Teil dieser Bewegung sein? Sichtbar, spürbar, echt engagiert? Dann zeig deine Marke, dein Produkt oder deine Vision als Sponsor des E-Cannonball 2025. Alle Infos findest du auf e-cannonball.de. E-Cannonball 2025. Feel the energy.